Mein Verhältnis zum Flachlandfliegen ist eine alles erfüllende innige Hassliebe. Ich habe mal wieder versucht, vom Jura aus zum Mittelland zu queren und es ist nicht ganz alles nach Plan gelaufen. Viel Spass! Am 11. war ich auf dem Weissenstein oben, aber flugbar war es noch lange nicht. Viel zu tiefe Wolken, es hat viel mehr Feuchtigkeit als in der Prognose. Und dann hat es eben auch noch Nordwind gehabt. Und das ist am Weissenstein Alben so eine Sache. Klassischerweise würdest du ja da an die Röte rauflaufen. Sehr häufig läuft es aber so, dass an den Südhängen die Thermik anlässt und gegen Nordwind dominiert. Und dann steht man dann an der Röte, die von hinten überspült ist, während man am Weissenstein gegen Süden tiptop starten könnte. Und während sich die Woche Zeit gelassen und die Basis unfassbar langsam ist gestiegen, haben wir gewährleistet, ob wir gleich rauflaufen sollen. Irgendwann war die Basis genug hoch, der Nordwind hat aber nichts dergleichen da, also sind wir dann gleich mal raufgelaufen. Bis dann war aber dann schon 2:30. Und endlich bin ich in der Luft. Jetzt wäre es natürlich ideal, wenn man noch ein bisschen raufkommen würde. Bei Röti umeinander ist es zwar so ein bisschen gestiegen, aber irgendwie nichts Vernünftiges gefunden, also bin ich mal weiter Richtung Niederwiller-Stierenberg. Und schon ist die erste Entscheidung angestanden. Nordseite oder Südseite, Lauf oder Lee. Ich bin zum Glück gerade so über dem Gipfel angekommen, bin dann aber mal eher Richtung Nordseite und dort ist es dann auch super rauf. Aber leider sind wir ja hier noch unter dem Luftraum von Basel und dürfen nicht höher als 1750 fliegen. Und für das ist es dann viel zu gut gestiegen. Ich musste die Ohren anlegen, Vollgas geben und schauen, dass ich nicht zu weit raufkomme. So bin ich dann aber ziemlich schnell Richtung Schwenni Matt gekommen. Die war dann aber komplett abgeschattet, also bin ich hier schon mal Richtung Flachland raus. Ich war hier so ziemlich allein unterwegs und hatte auch nicht ganz den idealen Ort, um ins Flache rauszugehen. Bei Schwenni Matt geht es tendenziell besser. Das sind schon mal ganz gute Grundvoraussetzungen zum schnell absaufen. Im Lee von der Jurakette bin ich aber den Fang mal noch die kleinen Wölkchen abgeflogen, sodass ich mit maximaler Höhe losfliegen konnte. Hier hat das noch erstaunlich gut funktioniert. Später gibt es noch Krieg mit den Wolken, wir kommen noch dazu. Und dann bin ich mir dann gerade mal noch ein bisschen verarscht vorgekommen. Schaut euch mal den Starrflügler an, der da unter mir durchfliegt. Der Speed und die Gleitleistung, die die Dinger haben, ist einfach schon eine Unverschämtheit. Jetzt habe ich eine ziemlich östliche Linie angepeilt, sodass ich schön am Luftraum vom Flugplatz Langenthal vorbeikommen. Dummerweise musste ich dann aber eine Kurve Richtung Süden machen, weil dort 2 Schirme ziemlich gut sind gestiegen. Dort ist es ja super gestiegen, zusätzlich bin ich nicht mehr allein unterwegs gewesen. Meine Chancen auf einen längeren Flug sind also gerade massiv gestiegen. Dummerweise war jetzt aber der Luftraum von Langenthal genau auf meiner Flugroute. Den kann man aber mit 950 Metern über Meer überfliegen. Weil ich gerade einigermaßen eine gute Höhe hatte und bevor ich dort an Schirme steigen, bin ich mal die direkte Linie losgeflogen. Hier vorne hat es jetzt so ein bisschen den gleichen da als Heiks Thermik. Die anderen beiden sind sogar auch mitgekommen. Aber irgendwie hätte die Thermik nicht so recht wollen. Von dem her musste ich jetzt aus dem Luftraum raus müssen, sonst hätte ich dann riskiert, dass ich reinfliege. So bin ich dann ziemlich tief unterwegs gewesen, habe aber dann gerade noch etwas Brauchbares ausgegraben und bin wieder ein bisschen raufgekommen. Dass der rot-weiss Zeolite von vorhin plötzlich so viel unter mir ist, liegt vermutlich daran, dass der Knüppel in den Anleinen hatte. Auf dem Video sieht man es etwa nicht, aber man hat es also gut gesehen. Der oder die mit dem Maestro ist dann irgendwie nicht mehr aufgetaucht, ist glaube ich wieder zurück Richtung Weissenstein geflogen. So richtig an die Basis rauf ist es hier zwar nicht gegangen, aber ich konnte mal weiterfliegen, jetzt war der Luftraum nicht mehr im Weg gewesen. Der Luftraum hat zu einem ziemlich blödsinnigen Umweg geführt, aber immerhin bin ich jetzt wieder am richtigen Ort gewesen und noch nicht abgesoffen.
Eigentlich hätte ich über dem Wald vor Langenthal noch Thermik erwartet, hätte aber nicht wollen. Also bin ich jetzt mitten über Langenthal und habe ein leichtes Steigen gefunden. Und hier sieht man jetzt, wie Flachlandflüge würde funktionieren. Der mit dem Zeolite mit dem Knüppel in der Leine ist eine kleine andere Linie geflogen und hat am Rand von Langenthal ein deutlich besseres Steigen verwünscht. Als ich das realisiert habe, bin ich sofort über und dann haben wir zusammen das Steigen weiter optimieren. So ein perfektes Steigen, das gibt es also selten. Jetzt bin ich endlich mal wieder auf einer gescheiten Höhe gewesen. Und die nächste Woche über dem Wald hat ziemlich gut ausgesehen, also los dort her. Und tatsächlich ist es dort gestiegen. Und richtig grossflächig und stark. Hier waren meine Hoffnungen gerade ziemlich hoch gewesen, dass es gut kommen könnte. Jetzt hatte ich vor mir sogar noch überall so kleine Wölkchen und drunter meistens gutes Gleiten oder leichtes Steigen. Und hier kommt jetzt noch etwas, was ich liebe am Flachlandfliegen. Die Entspannung, wenn man hoch ist. Ruhige Luft, weit und breit kein Hindernis. Und hier sogar noch leichtes Steigen. Weil ich gerade am Essen war, habe ich dann halt mal einen freihändigen Thermikkreis gemacht. Das ist einfach etwas anderes, als sich im Wallis durchprügeln. Als ich aber dann mal zurückgeschaut habe, musste ich feststellen, dass der Zeolite viel weiter Richtung Osten ist weitergeflogen. Ich würde euch das ja gerne zeigen auf dem Video, aber es ist viel zu klein, man sieht leider gar nichts. Also musste ich jetzt allein weiterfliegen. Und das, meine lieben Leute, war der Anfang vom Ende. So langsam war ich jetzt nämlich auch fertig mit dem guten Gleiten. Ich habe die Woche angeschaut und einfach nicht verstanden, was sie mir sagen wollen. Ich habe wieder mehr Sinken gehabt und bin schnell wieder auf einer Höhe gewesen, wo ich mich eher am Gelände als an der Woche orientieren musste. Vielleicht auch besser so, aus der Woche bin ich ja eh nicht schlau geworden. Aber so tief über dem Gelände, das ist einfach eine verdammte Lotterie. Das Mal hat mich mein Bauchgefühl aber in die richtige Richtung geführt. Und das anfänglich zaghafte Steigen ist dann gängig besser geworden. Beim Flachlandfliegen ist man einfach gängig auf so einer Gefühlsachterbahn. Einmal kurz vor dem Absaufen in einem Wahnsinnsstress, dass man es kaum aushaltet, und dann in Euphorie und Entspannung, wenn man wieder aufdrehen konnte. Das ist meine Beziehung zum Flachlandfliegen. Eine innige, intensive Hassliebe. Aber jetzt bin ich ja wieder hoch und müsste wieder an der Woche erkennen, wo es steigt. Aber das wollte ich eben einfach nicht begreifen. Ich sehe nicht, welche Woche gerade am Aufbauen oder Abbauen ist. Ich kann ja noch nicht mal die Entfernung von diesen Dingen richtig einschätzen. Also falls ich das jemals begreifen sollte, mache ich in dem Fall ein Video darüber. Hier habe ich gerade noch so ein leichtes Steigen. Bis jetzt habe ich nur einen Nullschifter. Vermutlich hätte ich hier aber länger suchen müssen. Das wäre etwa die letzte Chance gewesen. Weil ich aber kein integriertes Steigen habe, gehe ich weiter zur nächsten Woche. Weil das mit der Woche ja immer so gut hat funktioniert. Super. Aber dann ziehe ich dann gleich links an der Woche vorbei. Ja, okay. In der Lotterie über dem Gelände habe ich das mal kein Glück. Ein verzweifelter Kreis ohne richtig zu steigen und schon bin ich so tief, dass es gar nicht für einen weiteren Kreis würde reichen. An dieser Waldkante kann ich den Flug noch um ein paar Sekunden verlängern, aber mehr auch nicht. Immerhin kann ich dann direkt an dieser Busstation landen, ganz in der Nähe von Willisau. Ja, das Keiben Flachlandfliegen. Die Hassliebe musste ich jetzt hier einfach mal zum Ausdruck bringen. Jetzt bräuchte ich auf YouTube noch so einen Knopf zum Liken und Disliken gleichzeitig. Naja, das wird vermutlich eher schwierig. Aber ihr könnt es ja mal mit Abonnieren versuchen. Und habt ihr auch eine ähnliche Beziehung zum Flachlandfliegen oder ist es bei euch eine ganz harmonische Liebe? Könnt ihr ja mal in einem Kommentar beschreiben.
Vielleicht habt ihr euch jetzt noch gefragt, warum ich so lange kein Video mehr rausgegeben habe. Ich war gerade noch anderweitig beschäftigt gewesen. Das ist jetzt aber abgeschlossen. Jetzt sollte es eigentlich häufiger wieder etwas geben. Zudem ist eben gerade noch mein MacBook und kurz darauf auch noch mein MIDI-Keyboard ausgestiegen. So konnte ich eben keinen Soundtrack mehr produzieren. Darum habe ich jetzt bei diesem Video einen Soundtrack genommen, den ich vor längerem schon mal produziert habe. Eigentlich hätte ich ein anderes Video rausgeben, aber für das muss ich individuellen Sound produzieren und für das brauche ich noch einen Moment. Ich habe noch viele Ideen und Pläne und noch sehr viel Videomaterial. Was von dem der Realität wird, werden wir dann noch sehen. Versprechen kann ich im Moment leider noch nichts. Bis dann könnt ihr ja mal noch das Video anschauen, wo ich den Reiz von den hinteren Juraketten entdeckt habe. Und falls ihr mein allererstes Video noch nicht kennt, dort geht es ausschliesslich um das hochprofessionelle Absaufen. Ich würde sagen, das wäre es ja langsam mal gewesen für das Mal. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.